Leute, es ist mal wieder soweit. Willkommen zurück bei BigM und einer neuen Folge. Meine Lieben, wir sind in Oberhausen. Wir sind bei einem altbekannten Ort. Wir sind bei Uzbek FM. Usbekische Küche, ich sag nur Plov, Weltrekord. Viele von euch erinnern sich vielleicht, heute gibt es wohl hier eine ganz besondere usbekische Neuheit. Was es wird, wie groß, wie schwer, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß, let's go! Und damit nochmal herzlich willkommen zurück bei BigM und einer neuen Folge und auch einem alten Bekannten, mein lieber Farok. Ja, wie geht's dir? Sehr gut. Ja? Wie geht's dir, BigM? Ich habe Plov gut vertragen, auch wenn nicht am Tag selber, aber nach ein paar Tagen ging es mir schon wieder gut. Sehr gut. Heute überrasche ich dich wieder. Heute überrascht du mich, ne? Also ich sag nur ganz ehrlich, Leute, falls ihr das Video mit der Plov, mit dem usbekischen Weltrekord sogar, ne, noch nicht gesehen habt, checkt das ganz gerne ab. Und da sage ich dir noch eins, weißt du, wo ich mich nur dran erinnere? Und ich verbinde das leider mit einer der schlimmsten Tage meines Lebens. Es war scheiße kalt. Ja, Es war so kalt, ey. Halleluja. Das Essen hat zwar gut gewärmt, aber ich erinnere mich an diesen Ort, an dieses Zelt gegenüber, meine Lieben. Meine Fresse, haben wir da einen Kampf im Winter hinter uns. Ich war überrascht, dass du überhaupt vorbeigekommen bist. Es war ja Schnee. Also ich war überrascht, dass ich überlebt habe den Tag. Ja. Nicht nur vom Essen her, sondern auch vom Wetter her, weil es hat reingeknallt. Ne? Plov ist immer noch, wo du sagst. Gut, dass du diese Teller hattest. Du warst ja immer gut vorbereitet. Aber du hast ja auch gesagt, es kam mega an, auch in Usbekistan. Ne? Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Hat gut geschmeckt und deswegen bin ich heute hier wieder, denn du hast mich angeschrieben und hast gesagt, es gibt was Neues. Es gibt was Neues. Was hast du für uns heute parat? Also ich habe Spieße to go, also neues Produkt ist entstanden aus dem Sinne, ich wollte Spieße to go machen. Also ich habe sehr leckere Grillspieße, nur das ist immer so aufwendig und Zeit kostet Geld, sage ich mal so, für alle. Klar, Qualität. Und, ja, und ich wollte, dass das für jugendliche Leute auch angesprochen werden, weil die wollen gerne auch unterwegs essen. Dann habe ich mir gedacht, komm, wir machen diese Spieße to go, eingerollt direkt mit Salat, mit sehr dünnem Brot, also sehr, sehr, sehr lecker. Ich hoffe, die gefallen dir. Also wie so eine Art Wrap, sage ich mal. Ja, Wrap, das ist Uzbek Rolls. Aber mit Spießen? Ja, natürlich, Fleisch wird vom Spieß runtergeholt, runtergezogen. Also dann hast du in der Roll richtige Fleischstücke. Nicht vom Grill gemacht? Ja, vom Grill. Ach geil. Ich muss ja auch ehrlicherweise sagen, wir sitzen hier gerade so entspannt in der Gartenatmosphäre. Ne? Also es ist quasi im Restaurant dann der Garten. Ja. Und ich sehe schon gerade, wie es so qualmt vom Grill, wie es quasi schon Spieße wahrscheinlich auch für die nächsten Gäste frisch vom Holzkohlegrill wahrscheinlich gemacht wird. Ja, mein Gott. Und dann, mein Bester, ich rieche schon. Ja, natürlich. Ich freue mich. Freue mich sehr. Ja, also hast du für mich was Besonderes parat. Natürlich. Und dann lasse ich mich einfach mal überraschen. Gerne. Und bin mal gespannt, was du mir jetzt zu Tisch bringst. Gerne. Dann fangen wir an, oder? Auf jeden Fall. Let's go. Dankeschön. Die Uzbek Roll. Ja, Bruder, herzlich willkommen. So sieht das aus, nur für dich. Ich dachte für alle. Für alle, ja, natürlich kann jeder bestellen. Ja, weil du meintest nur für mich. Ja, für dich, ja, das erste Mal für dich so, so. in der, sag ich mal so, in der Größe. Also das heißt, normal ist das jetzt nicht in der Größe? Normal, natürlich nicht. Aber ich sag mal, das gibt es bei euch jetzt erhältlich? Natürlich. Okay. Ja. Was haben wir denn alles? Ja, wir haben da sehr leckeren Salat und sehr leckeres Fleisch. Hähnchen, Kohlenfilet, natürlich auch Hackspieß. Also das ist so bombastisch. Größer gibt's nicht. Größer gibt's nicht? Nein. Also sag mal, kiloweise Fleisch schon wieder drin. Natürlich. Also was haben wir jetzt genau dann drin? Hack und Hähnchen? Hack, 4-mal Spieße Hack sind 800 Gramm und Hähnchen waren 3 Spieße je 250 Gramm. Dann haben wir 750 und die 800. Über 1,5 Kilo nur Fleisch. Nur Fleisch. Und man kann das aber auch noch in Lamm und in ja, Kalbfleisch. natürlich. Es gibt Kalbrolle auch, natürlich. Gibt es auch Lammrolle. Je nachdem, was man will. Man kann auch so mixen und dann auch so in der Mitte schneiden und zusammen essen. Also wenn man das alleine nicht essen mag, also Pommes kann man dazu bestellen. Also ist alles machbar und natürlich entscheidender ist die Füllung, ist dieses Fleisch, was da drin ist. In der Qualität hat jetzt bis jetzt noch keiner eine Rolle gemacht. Das kann ich dir gleich sagen, ob da eine Qualität hat oder nicht. Gerne. Und deswegen würde ich sagen, mein Lieber, ich teile da nichts. Ich hoffe, sonst musst du dir dein eigenes bestellen, eigenes noch machen lassen. Gerne, viel Glück. Sondern ich gehe rein da. Ich danke dir, ich gebe Gas. Dankeschön. Also meine Lieben, damit ist alles angerichtet für unsere Neuheit, die Uzbek Roll. Neue usbekische Küche hier, neues usbekische Gericht. Fleischspieß to go. Wir versuchen das Ganze als erster überhaupt in der XXL-Variante. Schauen, ob das Ganze überhaupt möglich ist, wie gut das Ganze schmeckt und ob sich das Ganze lohnt. Meine Lieben, rein geht's in die usbekische Fleischroll Wrap. Let's go. So,
Ich würde sagen, für den Spaßfaktor wie immer. Boah, Alter. Nehmen wir das Ganze mal in die Hand. Und probieren schon, wenn wir hier entspannt sitzen, mal so. Boah. Es ist quasi am Anfang, wie immer bei jedem Wrap so, wenn es quasi eingerollt ist, hat man am Anfang immer natürlich so ein bisschen mehr Brot. Das lasse ich mir gleich mal für die eine oder andere Soße. Aber man kommt sehr schnell, bin ich schon gekommen zu dem Fleischspieß, zu dem ersten mit Knoblauchsoße. Boah, Hackspieß, meine Lieben. Das ist schon mal die erste Variante. Mit Salat, Tomate, Karotten, Zwiebeln. Boah, schaut mal hier. Der Grillspieß bzw. die Grillspieße, die da rauskommen. Ich hoffe, es ist kein Metallspieß mehr drin, aber vom Fleisch her, das ist das, was ich meine. Und ich glaube, das ist auch einfach das, wie er es gerade sagte, der Unterschied zwischen Dürüm, Döner etc. pp. ist, dass es hier tatsächlich dann, ich sag mal, wie so eine Art Köfte schon fast ist, ne? Nur jetzt hier aus der usbekischen Küche, was frisch vom Holzkohlegrill in den Wrap kommt und das Brot, das ist geil. Ich würde sagen, wir nehmen uns da mal fürs obere Brot noch mal so ein bisschen mehr Soße. Da wo noch nicht so viel, sag ich mal, Belag ist. Geil. Boah, das ist geil. Ist wie so eine Art Tzatziki-Dip. Boah, kein Scheiß. Ich fühle mich jetzt schon so ein bisschen wie wirklich, wie ich es vorhin euch sagte, im Grill, wie zu Hause beim Grillen. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man so zu Hause ist, wo ich meinte schon, man riecht, wenn man hier hinkommt, den Holzkohlegrill, wenn man an Kleingärten vorbeigeht, wenn man diesen frischen Grillgeruch hat. So komme ich mir gerade vor, wie wenn man hier zum geilen Grillgericht, zum geilen Grillfleisch jetzt hier so ein Brot hat, wo man sich so seinen eigenen Dip noch dazu macht. Und auch hier, wie eigentlich überall, kann man wieder nur sagen, hausgemachter Dip. Hausgemachter Knoblauch-Tzatziki-Dip. Ich glaube, wir kommen jetzt sogar langsam schon zum Hähnchenfleisch. Ich glaube, da ist sogar noch eine andere Soße mit dabei, entdecke ich gerade. Und was habe ich euch gesagt, meine Lieben? Nicht irgendwie quasi klein geschnittenes Fleisch vom Drehspieß oder so, sondern so eine ganze, komplette Hähnchenkeule, Brust, Filet, komplettes Fleischstück. Meine Lieben, ich sau mich ein, habe aber genug Dips hier. Und eins kann ich euch sagen, zu wenig belegt ist er nicht, aber man kann auch nicht genug davon haben. Ne? Mal hier so die andere Soße mit ein bisschen Kraut. Boah, das wird immer geiler. Ich würde sagen, rein da und mal schauen, was wir noch entdecken. Also, meine Lieben, mal ein kurzes Update. Wir kommen tatsächlich immer mehr zum, ich will schon sagen, zum Mittelstück, zum Highlight. Wobei wirklich hier bei diesem Monster Uzbek Roll eigentlich das ganze Ding schon Highlight ist. Was ich beim Hähnchenfleisch gemerkt habe, da geht es so eher so in diese Richtung, dass man sagen kann, man kann das ganz geil kombinieren. Ich sag mal mit diesem weißen Krautsalat noch dazu und dann tatsächlich so ein bisschen, ich sag mal schon fast dippen, mit so einer Kombination aus der roten und weißen Soße. Und bei dem Kalb, also bei dem Hackfleisch ist das eher so, dass ich da tatsächlich wie so eine Art, ich sag mal, Knoblauch einfach nur gerne habe. Dann nehme ich auch gerne immer mal hier so und da noch so ein paar rote Zwiebeln mit extra, die aber auch schon en masse drin sind. Also so ist jetzt auch nicht. Und wie gesagt, es ist so ein ganzer Spieß. Also ich kann das Ding noch nicht mal rausholen, weil es wirklich so ein komplettes Fleischstück immer ist. Und dass man sagen kann, wobei wir können es jetzt auch hier, glaube ich, mal ganz gut wieder drauf packen. Hier so die Knoblauchnote wieder ein bisschen mehr und dann rein da. Wer bei dem Ding noch sagt, da ist kein Inhalt drin, da ist einem zu wenig Fleisch drin. Ich glaube, bei dem ist wirklich nichts mehr zu retten, weil das Ding, schaut es euch mal an, jetzt wirklich von innen, das ist Fleisch pur. Also, wie er gerade schon sagte,
zu Beginn. Da sind knappe 2 Kilo Fleisch nur drin an Hack und Hähnchen. Dann noch Salat, dann noch Soße und dann noch das Brot. Ich bin wirklich wie ihr, weil ich weiß es selber noch nicht, was das Ding kostet, am Ende gespannt, was das Ding kostet. Aber solange lasse ich es mir noch gut gehen, denn ich kann es überhaupt nicht abschätzen und will es auch gerade aktuell nicht abschätzen, sondern einfach nur genießen mit euch. So, meine Lieben, ich kann mit euch jetzt mal wenigstens mal die Tüte wegtun und dann sehen wir einfach nochmal, was wirklich hier so an Brachialität, an Fleisch und es steigt mir auch gerade zu Kopf, hier noch alles drin ist. Ne? Also hier, ich kann es nur einfach wiederholen, ist es definitiv so, dass man sich nicht beschweren kann, dass hier zu wenig Inhalt drin ist. Also Wahnsinn. Wie gesagt, schreibt gerne mal rein, was ihr glaubt, was das kostet. Also wie gesagt, allein diese knappe 2 Kilo Fleisch von Hack und Hähnchenspieß, die hier drin sind. Ich bin selber mal gespannt, aber jetzt gerade muss ich ein bisschen Luft holen. Habe jetzt gerade auch schon den ersten Schluck getrunken, weil wie so typisch beim Grillen, das macht halt mega durstig. Und ihr habt einen ordentlichen Schluck aufbekommen, weil ich aber auch schon wieder so gierig bin und sagen kann, Halleluja, ich krieg nicht genug davon. Wovon ich definitiv auch nicht genug bekomme, ist immer mal, um wieder das Ganze selber noch so ein bisschen zu toppen. Nicht too much, aber einfach mal wieder für den Geschmack. Und wovon nie genug geht, ist so ein knallgeiler Joghurt-Knoblauch-Dip, oder? Ach, schaut's euch an. Oh, scheiße, ist das geil. Also meine Lieben, knappe 30 Minuten haben wir jetzt um und ich muss euch ehrlicherweise sagen, ich merke das Fleisch immer mehr. Ne? Mein Vater ist auch heute mit dabei, liebe Grüße gehen an raus. Der hat sich jetzt auch noch so ein Ding bestellt. Der hat vorhin schon hier was gehabt und hat das Ding jetzt gesehen, hat mir gesagt, das muss ich mir in der normalen Variante jetzt auch mal holen. Hat sich aber die Kalb-Variante bzw. Hack-Variante bestellt. Ich glaube, ich wäre Typ Hähnchen. Oh, schreibt es gerne mal rein. Hier tropft gerade schon an Öl raus, merke ich gerade. Das heißt, es ist schön saftig. Der Fleischsaft kommt jetzt unten raus. Oh, seht das? Seht das? Deswegen habe ich auch die Handschuhe an. Meine Lieben, ich glaube, das könnte nachher richtig dreckig und mächtig noch werden. Ist es jetzt schon. Aber oben habe ich mir ordentlich, seht ihr, die Knoblauchsoße jetzt drüber getan. Immer noch warm. Und jetzt kommen wir wie so eine Art Wrap-Döner schon in die Variante. Je weiter man unten es kommt, je weiter es sich unten ansammelt, desto dreckiger, matschiger und geschmackvoller wird es. Also wirklich ein tolles Gericht, was sie hier gezaubert haben. Würde es mir in der Standardvariante immer wieder bestellen. Wie gesagt, in der XXL-Variante gibt es jetzt hier das für uns außergewöhnlich. Wie gesagt, würde mich mal interessieren. Team Kalb, Team Lamm, Team Hähnchen oder Team Hack oder doch gemischt. Was eures wäre, stand jetzt Team Hähnchen mit Knoblauch. Also meine Lieben, mal noch mal ein kurzes Update, bevor ich, glaube ich, hoffentlich gleich in die letzten Stücke komme. Ihr seht, ich habe mich in die Knoblauchsoße verliebt. Ne? Davon kriege ich nicht genug. Aber die muss einfach sein, dass mittlerweile immer noch an Fleisch, Öl, Saft hier runterläuft. Merkt man jetzt einfach immer mehr in diesem Wrap drin. Ne? Und ich merke auch so langsam, jetzt langsam erstmal, ne? Nach gefühlten 40 Minuten, wie jetzt mal die Temperatur langsam kälter wird, weil das Ding so lange geschlossen in sich war, dass es schön warm geblieben ist. Ne? Also ich kann mir schon was vorstellen, für die einen oder andere ist schon fast zu viel Fleisch. Kriegt man natürlich auch in der einzigen Rolle hier. Aber für alle Grillliebhaber, für alle, die mal wirklich einen anderen Wrap-Dönermaß haben wollen, ihr seht ja, mir fehlen die Worte, ich genieße das Ganze hier. Das Einzige, wo ich glaube ich sehr froh bin, ist die Sitzposition mal zu ändern. Den drückt natürlich schon jetzt so langsam auf den Magen und worauf ich mich auch freue. Auch wenn es nicht glauben mag, schon die erste Nachspeise hier gleich. Aber vorher gönnen wir uns und das Ding noch zu Ende und genießen vor allem noch so die, ich sag schon fast usbekische Atmosphäre. Also meine Lieben, wir gehen ins letzte Stück rein von unserer Uzbek Roll. Sehr, sehr lecker. Kann man nicht anders sagen, aber durstig macht es. Und meine Lieben, damit haben wir in 47 Minuten die größte und neueste Uzbek Roll geschafft, gegessen, die es ja wahrscheinlich auch bisher in Deutschland gab oder überhaupt. Denn das war mega lecker. Hähnchen bei mir, vor Hack in dem Fall,
Aber es gibt hier definitiv dann auch noch die Variante Kalb und natürlich auch noch Lamm. Das Ganze kostet jetzt 75 €. Ist jetzt hier die Auflösung, was jetzt diese XXL Uzbek Roll gekostet hat. Aber ihr bekommt das natürlich auch in der Standardvariante, wo dann ein Fleischspieß drauf ist von den Vieren. Zwischen 18 und 19 €. Die Standardvariante. Könnt ihr gerne mal schreiben, was ihr von dem Preis haltet. Ich halte auf jeden Fall jetzt von einem was und das von dieser Uzbek Roll. Halleluja, aber das war mächtig. Das hat Bock auf mehr gemacht, vor allem auf eins, auf genug zu trinken für heute. Und was ich letztes Mal hier in der usbekischen Küche auch schon gefeiert habe und glaube ich auch jetzt noch mit euch feiern werde, ein süßer, runder Abschluss. Wir haben leckere Torten für dich zubereitet. Ich sehe schon, Nachtisch kommt schon, ne? Ja, Dankeschön. gerne. Das ist einmal Napoleon-Torte. Die hatte ich doch letztes Mal schon, ne? Das ist die hier, ne? Ja, aus Ja. meiner Kindheit. Aber du hast gesagt, die hat dir gefallen. War sehr Das- lecker. Ja, und das andere ist Honigtorte. Das sieht beides mächtig aus. Ja, aber das sind so zwei Lieblingstorten aus meiner Kindheit. So, weißt du? Die sehen zwar nicht wie Torte an sich aus, aber wie Kuchen, aber glaub mir, die schmecken wie leckerste Torte. Ist das denn auch so typisch usbekische Torten? Nein, das ist eher Sowjetunion. Sowjetunion, okay. Ja, wir haben in der Sowjetunion müssten die irgendwie so klarkommen, weißt du, Ja. mit den Produkten und was man so daraus machen kann, am einfachsten. Und unsere Mütter haben sich so Mühe gegeben und das schichtweise so zubereitet, sehr, sehr, sehr leckere Törtchen. Wie gesagt, die eine kenne ich ja schon. Willst du auch was oder ist das beides für mich? Beides für dich, wie Sicher? du willst. Du willst gar nichts? Ich habe schon gerade probiert. Du hast gerade schon probiert. Ja, natürlich. Beim Fertigmachen. Ja, ich musste dir probieren, was ich Ja, dir gebe. ja, weißt okay, du? okay, Ich okay, kontrolliere persönlich. Du kontrollierst persönlich. Meine Lieben, dann gehen wir jetzt mal hier auch in den schönen Nachtisch rein. Oh, schaut euch mal. Das nenne ich doch mal eine Schichttorte, oder? Was sagt der, meine Lieben? Und das ist hier was für unseren Geschmack. Da gibt es keine kleine Gabel, sondern kommen alle gefühlte 10, 11, 12, 20 Schichten drauf. Rein da. Boah. Oh. Boah. Lecker oder lecker? Man hat so einen richtigen, ich sag mal, buttrigen Film direkt auf der Zunge, auf der Lippe. Ich sag mal so, Leute, wer Labello bezieht oder Labello benutzt, nimmt euch so ein Stück Kuchen in den Mund, einmal runterschlucken, macht mit der Zunge einmal und das reicht schon für den ganzen Tag, weil es so butterig ist. Napoleon-Torte, die hatten wir letztes Mal hier bei der letzten Challenge. Checkt die, wie gesagt, gerne ab. Aber die werden aus echten Butter hergestellt. die Ja, Törtchen. schmeckt man, schmeckt man. Also wir verwenden keine Öle, die nicht da reingehören. Ja. Echter Honig wird benutzt. Was ist dein Favorite? Die beiden. Ich kann mich nicht. Von den beiden? Ja, ja. Also das sind so aus. Ich habe hier alles in meinem Laden, alles was ich. Ja, sag mal kann. von den beiden, was dein Favorite ist. Wenn du Hier die Honigtorte. Die hier? Ja, ja, die du gerade isst. So. So, die mag ich ein bisschen mehr. Und ich bin der Eroberer. Ich bin der Napoleon-Torten-Fan. Ja. Meine Lieben, die nehme ich jetzt so. Ich fand, es hat mega geil geschmeckt. Danke. Wie gesagt, schreibt gerne rein, was ihr zu dem Preis haltet. Schreibt gerne rein, wofür ihr seid. Team Hähnchen, Kalb, Lamm und Hack. Ja. Die 4 Varianten, die gibt es alle unterschiedlich. Meinen wir wahrscheinlich Hähnchen, einfacher Spieß, schön bisschen Salat, geiles Brot, to go oder auch für hier. Und jetzt geht's rein in den Eroberer, in die Napoleon-Torte. Gut, ne? Das ist meins, das ist meins. Meine Lieben, liebe Grüße von Uzbek FM. Checkt das ganz gerne ab. Aber lasst euch noch für eins Platz, den Nachtisch. Bis zum nächsten Mal. Ich danke dir. Ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.